Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Leseratte und hier geht's um Bücher. Schön, dass du auf dieses Video geklickt hast. Es freut mich sehr. Heute möchte ich dir ein Buch von Geetha Lodge vorstellen. Es heißt Wer auf dich wartet und es ist der zweite Band einer Dreierreihe von Kriminalromanen. Den ersten Band habe ich bereits schon einmal vorgestellt vor kurzem und jetzt eben gibt es den zweiten Band. Wie immer spreche ich zuerst über die Fakten, stelle dir die Autorin vor, mache eine kurze Zusammenfassung der Geschichte und am Ende teile ich noch meinen Eindruck, den ich vom Buch gewonnen habe. Wer auf dich wartet ist ein Kriminalroman von Geetha Lodge. Das Buch ist 2020 bei Hoffmann und Campe erschienen. Es hat 368 Seiten und die Lesezeit beträgt rund 7 Stunden. Es eignet sich für Leser ab 16. Ein ähnliches Buch ist auch von Geetha Lodge, bis ihr sie findet. Das ist der erste Band, den ich bereits in einem anderen Video vorgestellt habe. Du musst aber den ersten Band nicht gelesen haben. Du verstehst auch die zweite Geschichte. Sie ist unabhängig von der ersten. Es gibt eben noch einen dritten Band, den ich dann auch noch vorstellen werde in einem späteren Video. Dann gehen wir doch weiter und ich stelle dir die Autorin vor. Geetha Lodge ist etwa Mitte 30. Sie ist eine britische Schriftstellerin. Sie hat in Cambridge englische Literatur studiert und kreatives Schreiben an der University of East Anglia. Es ist nämlich so, dass man mittlerweile die Schriftstellerei richtig lernen kann. Es ist eine Ausbildung und genau das, denke ich, hat Geetha Lodge gemacht. Sie schreibt vorwiegend eben Kriminalgeschichten, hat 2019 auch bei Hoffmann und Campe ihren Debütroman herausgebracht, bis ihr sie findet. Der war sehr erfolgreich, war auf der Spiegel-Bestsellerliste. Aber sie schreibt nicht nur Bücher, sie ist auch eine mehrfach ausgezeichnete Autorin fürs Theater und schreibt auch für Videospiele. Sie ist eine alleinerziehende Mutter eines 11-jährigen Jungen und sie bloggt auch über die Schwierigkeiten, die sie mit der Erziehung hat, eines, wie sie sagt, nerdischen Jungen. Sie löst gerne Kreuzworträtsel, trinkt Tee oder macht Wortspiele in ihrer Freizeit. Und das ist so etwa alles, was ich über sie zu erzählen habe. Dann lasst uns doch weitergehen zur Geschichte. Am Anfang des Buches kriegen wir mit, wie ein Mann, sein Name ist Aiden, sich auf seinem Rechner einwählt, um mit seiner Freundin Zoe zu skypen. Er wartet ungeduldig und ärgert sich, dass sie sich wieder mal zu verspäten scheint. Er wartet und dann endlich schaltet ihr Icon auf grün. Doch Zoe ist nicht am Computer. Er guckt verwundert, er sieht sie nirgends und sein Ausschnitt auf dem Bildschirm ist auch nur relativ klein. Anhand der Geräusche vermutet er aber, dass sie sich gerade ein Bad einlässt und dann hört er das quietschende Geräusch auf der nassen Badewanne, als sie ins Bad steigt. Jetzt ist er ziemlich verärgert, weil er hat sich so darauf gefreut, sie endlich zu sehen und jetzt scheint sie ihn einfach links liegen zu lassen und in Ruhe ein Bad zu nehmen. Fast will er schon wieder ausschalten, doch dann denkt er, vielleicht kriege ich sie nackt zu sehen und bleibt dann immer noch in hoffnungsvoller Erwartung am Bildschirm kleben. Es dauert nicht so lange, dann sieht Aiden, wie jemand in Zoes Wohnung kommt. Er sieht aber nicht, wer es ist, denn sein Bildausschnitt ist eben nur sehr klein. Er denkt schon, sie hat einen anderen Mann, der jetzt sie besucht und ist wütend und starrt auf den Bildschirm. Aber er hört einfach nur, wie die Badezimmertür wieder aufgeht, zweimal klicken, als sie wieder verschlossen wird. Und dann durch die geschlossene Badetür hört er gedämpfte, aufgeregte Stimmen und wie es scheint, Geräusche eines Kampfes.
dann wird es plötzlich totenstill. Aiden weiß nicht, was er tun soll. Er hört dann wieder, wie die Badezimmertür aufgeht und muss ohnmächtig dabei zusehen, wie diese Schattengestalt Zoes Wohnung wieder verlässt. Er wartet noch recht lange darauf, dass dann auch Zoe aus dem Bad kommt, doch sie kommt nicht mehr heraus. Er denkt schon, da ist etwas Schlimmes geschehen. Was soll er machen? Dann verständigt er die Polizei von Southampton, aber er tut das anonym und erst am nächsten Tag. Jetzt kommt TCI Jonah Sheen und sein Team ins Spiel. Das Team besteht aus Juliet Hanson, eine junge, eifrige Ermittlerin, aus Lightman, einem sehr akkuraten, jungen, hübschen Mann mit einem fantastischen Gedächtnis und einem Iren, der heißt O'Malley. Sie gehen jetzt diesem anonymen Hinweis nach. Was schon ein bisschen seltsam an dem Ganzen ist, ist, dass der anonyme Anrufer keine Adresse hinterlassen hat. Wie sollen diese Ermittler jetzt herausfinden, wo die Wohnung ist? Über den Namen kommen sie dann auf die Webseite und sehen, dass es sich bei Zoe um eine junge, aufstrebende Künstlerin handelt. Sie ist eine Malerin und malt Skulpturen auf düsterem Hintergrund. Auf der Webseite finden Sie eine Telefonnummer und es ist die Nummer von Zoes Vater. Er ist ein schwer beschäftigter Investmentbanker, hat wenig Zeit, ist auch ungeduldig und ein wenig ungehalten, dass er jetzt von der Polizei gestört wird. Was wollen die von ihm? Doch er wird dann ganz schnell ruhig, als er hört, dass es um seine Tochter Zoe geht und macht sich natürlich riesige Sorgen. Er sagt, er habe Anfang der Woche zuletzt mit ihr Mittag gegessen und seither habe er nichts mehr gehört. Mittlerweile haben wir Freitag. Er sagt dann, rufen Sie doch Zoes Mutter an, es ist eine Ärztin, oder fragen Sie bei Ihren Freunden nach. Er gibt dann auch noch die Adresse von Zoes Wohnung an. Doch Zoes Vater kann nicht gleich herkommen, er ist in London und so rufen sie die Freunde an und Angeline, eine ihrer Freundinnen, hat einen Schlüssel zu Zoes Wohnung, so kommen sie dann hinein. Dort finden sie Zoe im Bad liegend, tot auf, die Pulsadern aufgeschlitzt und alles deutet auf einen Suizid hin. Angeline, die natürlich auch mit in der Wohnung ist, bricht weinend zusammen und kann sich nicht vorstellen, warum sich Zoe umgebracht haben soll. Als Sheen ihr dann sagt, warum sie in die Wohnung kommen wollten, dass sie einen anonymen Hinweis gekriegt haben von ihrem Freund, verändert sich Angelines Verhalten. Sie wird fast ein wenig aggressiv. Man merkt, sie ist nicht gut auf den Freund von Zoe zu sprechen. Sheen findet jetzt heraus, dass es sich um einen verheirateten Uni-Professor handelt. Zoe scheint mit ihm eine On- und Off-Beziehung geführt zu haben und möglicherweise könnte sie unglücklich gewesen sein und sich deshalb das Leben genommen haben. Die Ermittlungen gehen dann natürlich weiter, das nähere Umfeld wird befragt und alle sind erschüttert, als sie von ihrem Tod erfahren. Es kommt dann auch der Rechtsmediziner hinzu und bald erfahren sie, dass es sich anhand von gewissen Beweisen nicht um einen Selbstmord handelt, sondern dass sie von einem Mord ausgehen müssen. Jetzt ändert sich natürlich alles. Aber weder Zoes Freundin Angeline, die eben die Wohnung aufgeschlossen hat und die mit Zoe studierte, Angeline ist eine Balletttänzerin, sie hat eine Essstörung, tut jetzt zwar nichts zur Sache, noch die andere Freundin Mewe, mit der Zoe zusammen gewohnt hat früher, können sich vorstellen, wer ihrer Freundin das angetan haben könnte. Zoe war eine liebenswürdige
hilfsbereite junge Frau, die mitten im Leben stand, 27-jährig. Und sie hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen aller ihrer Freunde und immer eine Schulter, wo sie sich ausweinen konnten. Auch gab es keinen Streit und finanzielle Probleme gab es ebenfalls nicht, denn wie gesagt, Zoe kam aus gutem Hause, ihr Vater hat viel Geld verdient. Jetzt schauen sich die Ermittler natürlich auch in Zoes weiterem Freundeskreis genauer um. Und da gibt es zum Beispiel Victor. Victor hat mit Zoe im gleichen Café gejobbt. Er ist ein aufbrausender, jähzorniger junger Mann, der unglücklich in Zoe verliebt war, und Zoe wusste ihn immer zu nehmen und konnte auch ihn immer wieder beruhigen und seine instabile Persönlichkeit auffangen und glätten, wenn man das so sagen kann. Da gibt es aber auch Felix, sie nennen ihn alle den Silberfuchs. Er ist etwas älter, ein ehemaliger Polizist, der sich vorzeitig pensionieren lassen musste, weil ihn ein Fall emotional derart mitgenommen hat und ihn so verletzte, dass er seither unter Angst- und Panikattacken leidet und seiner Aufgabe als DCI nicht mehr gewachsen war. Auch er hat Zoe immer gebraucht, wenn er wieder mal eine Panikattacke hatte. Sie war immer sofort zur Stelle und hat ihm geholfen. Ja, es scheint, dass Zoe so diese zentrale Person, dieser Ruhepol war, die Person, auf die sich alle verlassen konnten, wenn sie Sorgen hatten. Zoe war für alle immer da. Aber je länger die Untersuchungen andauern, desto tiefer dringen die Ermittler in ein Netz aus Abhängigkeiten, Lügen, Geheimnissen, Eifersucht oder Intrigen ein, in die sie alle untereinander verwickelt sind. Und da ist eben auch Aiden, Zoes Freund, mit dem sie eine richtig gehend toxische Beziehung führte und die Zoe mit der Zeit auch in ihrer Persönlichkeit veränderte. Wir erfahren, dass Zoe in den letzten Wochen eben durch diese veränderte Persönlichkeit nicht mehr so lieb und hilfsbereit war. Im Gegenteil, sie hat viele ihrer Freunde von sich weggestoßen, keine Zeit für sie gehabt, sie verbal beleidigt und verletzt, und so hätten doch einige vielleicht ein Motiv gehabt. War einer von ihnen so gekränkt, dass er Zoe umbringen würde? Wir wissen es nicht. Die Ermittler jedenfalls tappen im Dunkeln. Sie werten digitale Daten aus, Kameras, Videos, auf denen Zoe zu sehen ist. Aber ich finde, am Ende hat sich die Person, die den Mord begangen hat, fast ein wenig selber verraten. Ja, so das zur Geschichte. Dann gehen wir jetzt weiter zu meinen Eindrücken. Zuerst möchte ich über das sprechen, was ich gut fand. Auch diese Geschichte hat wieder mal einen Knüller als Aufhänger, nämlich Mord vor laufender Kamera. Vom Schreibstil her hat sich nicht viel geändert, vom ersten zum zweiten Buch. Nüchtern, knapp, klar und somit leicht und einfach zu lesen. Ich fand schnell in die Geschichte hinein. Wie schon im ersten Band rollt Githa Lodge auch hier die Geschichte von hinten auf bis zu Zoes Ermordung, und diese Kapitel wechseln sich ab mit der Gegenwart, wo DCI Sheen mit seinem perfekt aufeinander abgestimmten Team ermittelt. Ich finde, das ist recht geschickt gemacht, weil so werden wir als Leser auch zu Detektiven und versuchen mit den Ermittlern zusammen die Puzzleteile zusammenfügen. Und mir gelang es also bis zum Schluss nicht. So viel kann ich sagen. Auch hier gibt es wieder nicht so viele Hintergrundinformationen zu den Figuren.
Etwas mehr kriegen wir aber mit, nämlich dass Jonah Sheen jetzt eine lose Beziehung zu Jojo führt. Das ist eine Verdächtige aus dem ersten Band. Sie ist aber jetzt nicht in Southampton, sie ist auf Reisen und er gerät in einen ziemlichen Gewissenskonflikt, als er auf seine Ex-Freundin trifft. Und diese Fehlbarkeit macht ihn sehr menschlich. Und ich finde diesen Bezug zum ersten Band auch genial. Und auch der Ermittler Lightman kriegt in dieser Geschichte etwas mehr Fleisch auf die Knochen, denn wir lernen ihn von einer anderen Seite kennen. Er ist plötzlich nicht mehr pünktlich, also er kommt zu spät und er verhält sich auch sonst ganz untypisch, was ihn nicht mehr so roboterhaft dastehen lässt und ihn eben auch von einer menschlichen Seite zeigt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann finde ich auch, Geetha Lodge beschreibt hier sehr gut, wie sich eine herzensgute, liebenswürdige Person wie Zoe sich durch eine toxische Beziehung mit der Zeit negativ verändert. Und wir sehen diese Entwicklung auch aus den Perspektiven der verschiedenen anderen Figuren. Und ich kriegte so einen sehr guten Einblick und Eindruck von der Person Zoe. Auch hier wieder ein sehr guter Spannungsbogen mit vielen Twists und Turns und einem überraschenden Schluss. Dann komme ich jetzt zu meiner Kritik, zu den Dingen, die mir nicht so gut gefallen haben. Auch hier gibt es wieder sehr, sehr wenig Hintergrundinformation zu den einzelnen Ermittlern. Zum Beispiel von O'Malley habe ich in diesem Band so gut wie gar nichts mitbekommen. Da wird sich doch sehr nur auf die Interaktion der einzelnen Figuren untereinander konzentriert und meiner Meinung nach die Möglichkeit verpasst, diese Ermittler etwas menschlicher darzustellen und sie ein wenig besser kennenzulernen. Nicht zu viel. Ich weiß, ich bin relativ schwer zufriedenzustellen, nicht zu viel, weil das nervt mich dann auch wieder. Aber ein klitzekleines bisschen mehr Hintergrundinformation zu den Figuren hätte nicht geschadet. Und dann fand ich auch den Titel Wer auf dich wartet, passt nicht so zu dieser Geschichte. Ich finde den englischen Titel Watching from the Dark viel, viel passender. Das zu meiner Kritik. Dann gehen wir jetzt zum Fazit. Obwohl ich auch diesen zweiten Band gut fand, meiner Meinung nach reicht er aber nicht an den ersten Band heran. Ich weiß nicht, an was das liegt. Vielleicht ist die Geschichte etwas weniger catchy. Aber ja, mir hat das erste Buch besser gefallen. Aber trotzdem hat mich das Buch so weit überzeugt, dass ich auch den dritten Band oder den dritten Fall von DCI Sheen lesen werde. Einfach nur, weil ich weiß, die Geschichte wird spannend sein und weil mir der unaufgeregte Schreibstil von Geetha Lodge sehr zusagt und ich auch hoffe, dass ich noch etwas mehr über die Figuren dann erfahre, die insgesamt sehr charismatisch sind. Und ja, ich finde es ein gutes Buch, alles in allem. Band 3 lese ich auch und ich werde auch diesen Band dann in einem Video vorstellen. Sind wir wieder soweit, am Ende angelangt. Ich hoffe, mein Beitrag hat dir gefallen. Wenn das so ist, abonniere doch meinen Kanal und hinterlass mir ein Like. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Hoffentlich bis bald. Tschüss.